Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Jedes Mal, wenn wir ein Spiel starten, das mit dem RPG Maker MV gemacht worden ist, sehen wir einen nicht ganz so tollen Titelscreen. Ziemlich langweilig, ein Standbild und Neustart, Laden, Beenden. Das ändern wir aber heute, denn wir erstellen heute unseren eigenen Titelscreen. Was brauchen wir dafür? Eigentlich nicht ganz so viel, nur ein einziges Plugin, mit dem man einfach den Titel überspringen kann. Der Rest wird dann alles von uns eventet. Wir brauchen noch 2-3 Skripte, die man im RPG Maker einfügen. Das zeige ich euch, wie das später geht. Das ist einmal fürs Laden, einmal für die Optionen und einmal fürs Beenden. Link ist dazu in der Videobeschreibung drunter. Und jetzt starten wir auch schon mit dem Tutorial. Viel Spaß dabei. Und jetzt kommt natürlich wie immer das Intro. Ja, hallöchen miteinander und willkommen mal wieder auf meinem Desktop. Heute machen wir einen eigenen Titelscreen. Und diesen Titelscreen, den machen wir komplett von alleine. Das heißt, wir benutzen kein RTP, sondern wir machen die Grafiken alleine. Was brauchen wir dazu? Eigentlich brauchen wir nur dieses Plugin. Das ist ein Titelscript-Plugin. Titelskip-Plugin. Nicht Script, sondern Skip. Wir wollen es ja skippen. Das hier, das hat einen einfachen Effekt, dass der Titel nicht angezeigt wird. Und wie wir sehen, kommen wir gleich auf die Map. So. Das habe ich hier natürlich nur für Vorführungszwecken erstellt. So. Was brauchen wir als erstes? Ich würde sagen, wir fangen mit einem Parallax-Bild an. Dann gehen wir einfach hier mal auf Parallax, kopieren das hier, umbenennen und nehmen es mal Titel und bearbeiten das Ganze mit GIMP. Was ich mache als erstes ist die Größe ändern, oder? Machen wir das mal ein bisschen, einen Ticken größer, breiter. Okay, so gefällt mir das. Löschen das natürlich. Und ich würde vorschlagen, wir machen auch einen wunderschönen Himmel. Neue Ebene. Ich habe hier so Brushes. Die kann man sich runterladen. Ich verlinke die euch mal in der Beschreibung. Das sind einfach so Wolkenbrushes. Und die benutzen wir jetzt mal für unser tollen Hintergrund. Welche Wolke nehmen wir denn als erstes? Das sieht doch gut aus. Verteilen wir einfach mal so ein bisschen. Hier unten kann man ja sowas mal hinmachen. Das ist so ein ganzes Cloud Brush Tool. Gibt es auf DeviantArt, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich es von da mal runtergeladen. Und da gibt es ganz viele Wolken und da kann man ganz viel tolles Zeug damit machen. Einfach mal so ein bisschen verteilen. Gucken, was gut aussieht, gucken, was nicht gut aussieht. Da. Nehmen wir hier mal das hier. Haben wir hier mal so. So. Ja, das sieht gut aus. Was ist das hier? Ich kann auch ein bisschen mit der Deckkraft arbeiten, ein bisschen runtergehen. So leichte Wolken reinmachen, überall so. Aber ich denke, so reicht das. Jetzt kopieren wir die Ebene, duplizieren. Die eine blenden wir wieder aus. Dann gehen wir zu
Abbilden, nahtlos machen. Jetzt, was macht das Ding? Das macht das ganze Ding nahtlos, als dass es ein Parallax würdig ist. Wenn ich hier jetzt das Bild links und rechts nochmal kopieren würde, dann würde das alles zusammenpassen. Ist quasi wie so eine Textur, die man überall reinballern kann. Jetzt exportieren wir das. Jetzt gehen wir zu unserem Maker und machen einen Parallax-Hintergrund, den wir gerade erstellt haben. Und dann gehen wir mal auf horizontal. Oder was vertikal? Ich kann die beiden Dinger nie unterscheiden. Ich glaube, es war horizontal. Mache ich mal auf 4. Kriege ich mal auf OK. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn es bei euch ein bisschen hängt, das liegt daran, dass ich mit 24 Bilder aufnehme und das nicht so mit dem Maker funktioniert, wenn ich nur mit 24 Bilder aufnehme, aber mehr geht nicht, weil sonst mein Laptop explodieren würde. Okay, gut. Jetzt haben wir das Bild. Kopiere noch einmal irgendeins, keine Ahnung, das hier. Gehe wieder zur Image, dann zur Picture und kopiere das dann da rein. Benennen das noch ein Titel, Name um. Brauchen natürlich jetzt noch einen Namen für unser Spiel. Tun wir mal weg. Alpha-Kanal muss natürlich hinzugefügt werden, damit wir transparent haben. Machen eine neue Ebene. Und jetzt gebe ich mal einen Namen ein für unser Game. So ganz klischeehaft. Fantasy Illusion. Das sieht jetzt aus, als hätte ich 3 I's geschrieben und 3 L's geschrieben. Aber das habe ich nicht. Das eine ist ein I, das andere nicht. Nee. Nee. Nee, auch nicht. Was sieht denn schön aus? Was sieht denn schön aus? Nimm mal das da, das hat ein bisschen was von Final Fantasy, oder? So im entferntesten Sinne. Fantasy of Illusion, natürlich, ja. Das Off darf nicht fehlen. Jetzt haben wir das. Machen wir das mal ein bisschen hier mittig. Ich glaube, die Auflösung, die stimmt nicht. Ha. Die Auflösung ist nämlich diese hier. Dann kopiere ich das da kurz nochmal in Pictures rein. Benennen das nochmal um. Titel, Name. Die Parallax sind ein bisschen höher als das Original. Das können wir jetzt löschen. Dann machen wir hier Edit mit GIMP. Nochmal löschen. Alpha-Kanal natürlich noch rein. Kopieren den Namen von hier. Tun hier einfügen. Okay. Jetzt mache ich was ganz Einfaches. Und zwar gehe ich auf Filter und dann gehe ich auf Rentner. Nicht auf Rentner. Auf. Wo ist es denn? War doch auf. Nee. Alpha als Logo. Das hier wollte ich. Ich gehe hier mal auf. Entschuldigung. Glänzend. Nimm hier einen tollen Farbverlauf. Was ist denn hier los? Das soll ja ein bisschen Fantasy sein. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Und klick auf OK, ja, doch mal. Lassen wir es doch einfach mal so. Ist ja ein Tutorial. Man muss sich ja jetzt nicht so stark verkünsteln. Wir verbinden die Ebenen miteinander, außer das Schwarze, das Weiße natürlich. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht doch schon mal professionell aus.
X. Hier drauf. Fantasy Off. Illusion. Das machen wir aber ein bisschen kleiner. Das sieht mir zu rammig aus. Zu groß aus. Ja. That's it. That's it. Ist jetzt ein bisschen unschärfer geworden. Hier kurz auf Filter, verbessern, schärfen. Weiß ich nicht, 20. Okay. Ihr habt wahrscheinlich jetzt gar nichts gesehen, aber es hat sich so ein bisschen schärfer geworden. Okidoki. Ich dupliziere die Ebene nochmal und mache sie schwarz. Farbe, Helligkeit und Kontrast. Dann mache ich die Helligkeit runter, fahre den Kontrast voll rauf. Das gleiche mache ich jetzt nochmal. Helligkeit runter, drauf. So, okay. Jetzt verzerren wir das Bild noch ein bisschen. Mal auf X, dann einfügen. Oh, ich habe halt irgendeinen Frosch im Hals oder sowas. Ne? Oder einen Hasen, weil wir Ostern haben. So. Und so verzerren. Gucken, ob das gut aussieht oder nicht. Aha. So, maybe. Nee, das ist doof, das ist doof, das ist doof, das gefällt mir gar nicht. Nochmal ein Versuch. Bisschen, dass das so ist. Okay. Da machen wir die Deckkraft mal ein bisschen runter. Und machen noch einen Weichzeichner drüber. Auch schon Weichzeichnen. Machen wir mal 10. Ja, das passt. Dann machen wir noch mal eine neue Ebene. Hier mache ich neues. Schriftart ein bisschen kleiner machen natürlich. Neues Spiel. Laden. Option. Und natürlich beenden. Nach unten vereinen. Und damit das auch alles zusammenpasst, machen wir noch mal den gleichen Filter drüber. Einmal glänzend. Aber hier kommen auch. Probieren wir doch mal ein bisschen was anderes aus. Orange. Sunrise. Skyline. Shadow 3. Was sieht denn cool aus? Das kann man da benutzen. Golden. Benutzen wir mal golden. Oh, warum nicht? Kann man doch mal machen. Das sieht doch gut aus, oder? Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Und, hoppala. Unten vereinen. Unten vereinen. Ist so. Beenden mache ich mal kurz weg. Option mache ich auch kurz weg. Machen wir mal hier hin. Neues Spiel und Laden machen wir genau hier hin. So, oder? Das sieht gut aus. Gefällt mir. Wir exportieren es mal kurz. Schauen es uns im Maker einmal an. Einmal an Parallelprozess und dann auf Bild anzeigen. Manchmal brauche ich gefühlt eine Ewigkeit, bis ich die richtigen Sachen gefunden habe.
Kurz 60 Frames warten. Kurz gucken, ob ich noch aufnehme. Ja, ich nehme noch auf. Kurzer Spieltest. Schauen, wie es aussieht. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Kann sich sehen lassen. Okay, gut. Jetzt haben wir hier unser erstes Bild. Da ist alles zusammengeklatscht, natürlich, das brauchen wir nicht. So. Wir hätten jetzt erstmal den Namen. Und zwar ist das nur das da oben. Exportieren. So. Kopieren das nochmal. Jetzt machen wir hier ein neues Spiel. Und dann natürlich laden. Öffnen wir jetzt alle gemeinsam mit GIMP. Machen das hier raus. Das hier raus. Bei neuem Spiel machen wir das auch so. Das hier raus und das hier raus. So. Hier ist man auf Spiel laden, deswegen mache ich auf neues Spiel ist man hier. Spiel laden wird jetzt farblich geändert, damit man auch sieht, dass man bei Spielen drauf ist. Nämlich so. Und dann mache ich die Helligkeit noch ein bisschen runter. So auf minus 40. Genau. Das gleiche mache ich jetzt hier auch. Farbe und dann auf Sättigung. Nein. Helligkeit und Kontrast war ich doch gerade, oder? Nee, war ich nicht. Ich war hier. Ne? Ja, ich war hier. Hab schon Alzheimer. Minus 40. Okay. Exportieren. Exportieren. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Exportieren das hier auch nochmal. Oder haben wir das schon exportiert? Ne, das haben wir noch nicht exportiert. Exportieren das nochmal, nennen das Option beenden. Mache ich hier auf Edit. Jetzt löschen wir alles bis auf Option und beenden. Ich werde es einfacher machen. Ich werde nämlich Option auf Shift legen und beenden werde ich auf Escape legen. Einmal in Klammern Shift und in Klammern Escape. Nach unten. Dann kopieren wir das nochmal. Neue Ebene einfügen. Farbe, Helligkeit und Kontrast. Farbe, Helligkeit und Kontrast. Gut. Jetzt aber hinten schwarz, vorne haben wir weiß, damit man einen besseren Kontrast hat später. So, das benutzt man jetzt, dass der Spieler weiß, was für eine Taste er drücken muss, um auf Option zu gehen und um das Spiel zu beenden. Okay. Exportieren. Zurück zum RPG Maker. Jetzt müssen wir natürlich alle Bilder anzeigen. Das hier als erstes natürlich. Dann müssen wir noch neues Spiel anzeigen lassen. Dann müssen wir Spiel laden anzeigen. Achso, nee, müssen wir nicht. Erstmal nur neues Spiel. So ist es, wenn man live einspricht, da macht man eben Fehler. Option und beenden, das ist auf 12. Und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Das sieht doch gut aus, oder? Erstellt wie von einem Profi. Gefällt mir auf jeden Fall. So, liebe Freunde des guten Geschmacks, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen eventen. Ich weiß, ist euer Lieblingsthema.
Fangen wir doch damit an. Wir machen jetzt erstmal eine neue Seite. Machen die auch auf Parallelprozess. Wir machen einen neuen Tab. Titel nennen wir das. Übernehmen, okay. Nehmen wir die 2, neues Spiel und Option machen wir auf die... ne, machen wir nicht. Wir gehen zu Titelname und machen da die Deck drauf auf 0. Dann gehen wir auf Bild bewegen. Machen da die Deckkraft auf 222, 255. Machen wir noch 120 Frames warten. Übernehmen. Hier machen wir nur 5 Frames und dann geht der Schalter. Titel auf 1. Und dann kommen wir zur zweiten Seite. Die machen wir gleich. Kurzer Spieltest. Ja. Wunderbar. Die zweite Seite, da kommt jetzt das ganze Tastengedöns hin. Was kann man drücken? Was kann man nicht drücken? Was passiert, wenn man etwas drückt? Das kommt jetzt. Ich habe hier schon mal ein paar Scripts vorbereitet. Die sind... Na, hier. Das hier ist einmal für die Option. Das hier ist einmal für Laden. Das hier ist für Spiel beenden. Ich werde das in die Videobeschreibung packen. Die 3 brauchen wir auf jeden Fall. Das sind Script-Befehle. Aber dazu kommen wir gleich. So, als erstes. Man ist ja auf neues Spiel. Brauchen wir eine bedingte Abzweigung. Dann gehen wir hier auf Schalter. Das der, meine ich. Nehmen einmal nach unten drücken. Machen wir die Else-Abzweigung an. Dann brauchen wir nach oben drücken. Dann brauchen wir Shift. Umschalt. Dann brauchen wir noch Escape. Abbrechen. L2 brauchen wir jetzt nicht mehr. Drücken auf Übernehmen. Das einfachste ist abbrechen. Machen wir ein Skript. Ups. Hierhin wollte ich. Nehmen wir einfach den Skript. Machen hier auf Einfügen. Klicken auf OK. Das kopieren wir, machen wir auch bei uns schalten. Aber was ist denn hier los heute? Und benutzen Optionen. Klicken auch hier drauf. Soundeffekt müssen wir natürlich auch abspielen. Play ein Soundeffekt. Und zwar ein OK. Oder heißt es bestätigen oder was heißt das? Switch. Ja, das ist das Problem, wenn man die normalen Soundeffekte nie benutzt. Ich habe keine Ahnung, wie es nämlich heißt. Cursor. Nein. Doch. Nimm einfach das hier. Ist ja auch Wurst, oder? Nehmen wir das dann. Oder gibt es hier einen OK oder sowas? Laser, Lachen, Load, Move, Open, Paralyze, Power-Up, Saints, Shop, Slash, 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 Sander, ja, wir nehmen jetzt einfach das hier. Kopieren das. Kann man auch hier einfügen, aber... Naja, bei Spiel beenden brauchen wir das nicht unbedingt. Einfach das Spiel beenden, ohne Soundeffekt. Hier kommt es rein und hier kommt es auch rein. So, wir fangen ja mit neues Spiel an. Deswegen müssen wir am Anfang sowieso nach unten drücken. Machen wir nochmal eine bedingte Abzweigung. Nennen das hier zum Beispiel, ich nenne das jetzt einfach mal Laden. So,
Der Tab muss an sein. Und hier muss der Tab aus sein. Wenn wir nach unten uns bewegen, kopieren wir mal kurz ein neues Spiel. Wenn wir uns nach unten bewegen, das kann man auch gleich hier unten einfügen. Wenn wir uns nach unten bewegen, dann kommt nämlich das Laden. Und dann, ja, halt mal, das ist falsch, das muss aus sein. Das hier muss aus sein. Wenn wir nach unten drücken, dann geht der Schalter erst an. So rum. Schalter, Laden auf an. Und wenn wir nach oben drücken, muss Laden natürlich an sein. So. Dann wird dieses Bild hier angezeigt, wenn wir nach oben drücken. Und Laden geht hier nämlich aus. Weil wenn wir auch sowieso bei neues Spiel sind, wir drücken jetzt zum Beispiel nach oben, dann würde trotzdem der Soundeffekt kommen. Deswegen brauchen wir den Schalter, damit der Soundeffekt nicht kommt. Und den Schalter, den Soundeffekt muss ich natürlich da auch einfügen. Also quasi, wenn wir auf neues Spiel sind, wir drücken nach oben, dann würde nichts passieren, weil der Schalter Laden nicht an ist. Und wir können nur nach unten drücken, in dem Fall. So. F-Taste abbrechen. Wir brauchen natürlich noch einen Else-File. Weil wir bestätigen brauchen. Nehme ich auf noch. Gut. Wir brauchen noch OK. Und wir klicken jetzt auf OK. So. Wir benutzen jetzt wieder den Schalter Laden. Sollte er aus sein, dann sind wir ja auf neues Spiel. Wenn er an ist, sind wir auf Laden. Kopieren wir den Skript. Wir gehen zum Else-File. Und benutzen dieses Skript. Scene Load. Einfügen. Okay. Neues Spiel lasse ich jetzt erstmal leer. Wir probieren, ob alles funktioniert. Wie es sollte. Einmal auf Shift drücken. Ha. Okay, das ist ein Fehler. Weil wenn ich im Menü bin und ich auf Escape drücke, dann kommt auch gleich das hier. Deswegen sollte man hier ein bisschen warten. Lassen wir einfach mal 60 Frames. Probieren es nochmal. Ja, einmal auf Shift. Escape. Okay, es funktioniert. Runter, funktioniert. Hoch, funktioniert. Runter, hoch, runter, hoch. Wenn ich auf Laden bin, kommt Laden. Da muss ich auch warten, weil wenn ich auf Escape drücke, dann geht das Spiel weg. Am besten auch mal 60 Frames warten. Da könnt ihr auch ein bisschen weniger einstellen. Ich lasse jetzt aber mal 60 Frames. Wo ist der Laden? Laden? Hier ist Laden. 60 Frames warten. So, nochmal ein Test. Das sind so die Kleinigkeiten, die man immer wieder vergisst. Ne? Jetzt soll es aber funktionieren. Neues Spiel funktioniert sowieso noch nicht. Laden. Escape. Gut. Shift, Option. Escape. Escape. Spiel beendet. Jetzt mache ich mal eine neue Map.
Start. Nimm hier irgendwas. Gut. Wenn wir jetzt auf neues Spiel drücken. Neues Spiel. Wo haben wir es? Okay, hier ist es. Dann machen wir hier einen Teleport. Spiel übertragen. Hierhin. So Startmap einfach übertragen. Die Bilder müssen wir jetzt alle löschen. Das heißt, wir müssen 10 löschen, wir müssen 11 löschen und wir müssen 12 auch löschen. Gehen wir hier auf Spiel löschen. Löschen, einmal 10. 11. 12. Wir können noch einen Soundeffekt abspielen. Eigentlich anhalten, abspielen. Was spielen wir ab? Das ging ins Ohr. Tinnitus incoming. Mach ich mal. Oh Gott. Das hört sich doch gut an. Dann machen wir kurz Wait. Machen wir 60 Frames. Dann wird man übertragen, das ganze Zeug wird gelöscht. Das müsste es gewesen sein. Neues Spiel. Ja, Bilder werden natürlich nicht gelöscht. Ich mach's mal vor dem Teleport hin. Zehn, 11 und 12, ja. Nochmal ein Versuch. Neues Spiel. Jetzt. Das war's im Prinzip. Es funktioniert alles. Laden geht, Option geht, Spiel beenden geht. Und das ist der Titelscreen. Ziemlich easy zu machen. Laden, alles funktioniert. Ja. Und in Zukunft will ich nur noch Spiele sehen mit eigenem Titelscreen. Ich will den normalen nicht mehr sehen. Wenn ihr dieses Tutorial angeguckt habt und ihr immer noch einen normalen Titelscreen macht, dann komme ich euch besuchen. Also so ein Titelscreen will ich nicht mehr sehen. Ich will jetzt in Zukunft das hier sehen. Ja, das sieht einfach gemacht. Ich habe jetzt wie lange gebraucht? 10 Minuten, 15 Minuten? Easy, oder? Kann man einfach nachmachen. Ist super. Das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Ich habe euch nicht so sehr gelangweilt. War ja jetzt ein bisschen längeres Tutorial. Ich wünsche euch noch frohe Rest-Ostern. Hoffentlich findet ihr auch eure Eier. Bis dahin. Tschüssikowski.